Kenneth, ne? Faen. Vi bryter. Hva skjedde? Min feil. Jeg var helt sikker på at jeg tok den med. Ja, det er greit. Det er faen ikke greit. Jeg må jo sjekke først. Det var ikke hans skyld. Du var for sene inn hit. 15 sekunder. Mye trapper. Det er det minste problemet dere kommer til å få. Noen spørsmål før vi prøver en gang til? Hva er det som er så viktig med det vannet? My famous friend Niels Bohr. Did you just arrive? No. I was watching you. I just wanted to be the first one to congratulate you. You beat me by 6 years. Without you, I wouldn't. Ah, nonsense. The new star is Werner Heisenberg. I'm so proud of you as I were the day I won myself. The whole institute is ecstatic. All my thoughts and theories. Yeah, anyways, where are we gonna celebrate? I hear that Stockholm is full of young women with Nobel fever. And now I'm gonna tell you something that's even more secret than the fact that an object can be at two places at the same time. Women are unpredictable. Nothing in my scientific research indicates that a young, beautiful, intelligent, and entertaining woman can't fall for a pale, unathletic, and quiet nuclear physicist. On the contrary, all my calculations point towards you being able to pick from the top drawer. Now, don't forget what I told you. An object can be at two places at the same time. No, women are unpredictable. Right. Mr. Heisenberg? Ich mach mal kurz das Fenster zu. Ich kann diesen Kohlengeruch einfach nicht ertragen, wenn ich schwanger bin. Würdest du nicht so oft schwanger sein, meine Liebe? Vielleicht könntet ihr euch auch mit der Erfindung des neuen Brennstoffs ein bisschen beeilen. Du bekommst die Zukunft als verspätetes Hochzeitsgeschenk. Danke. Entschuldigung, was für ein Brennstoff? Neutronen in einer Kettenreaktion. Sie spalten, die Kerne vermehren sich wie ein Orkan.
völlig außer Kontrolle. Das ist der letzte Schrei der Wissenschaft. Ja, sie hat recht. Sie hat recht. Beziehungsweise das politische Tagesgeschäft als solches interessiert mich eigentlich nicht. Aber es ist beschämend, dass der Rest der Welt Deutschland nur über diese Leute wahrnimmt. Denke ich. Himmler ist gar nicht so schlecht. Wie? Himmler ist gar nicht so schlecht. Vielleicht, weil meine Mutter seine Mutter kennt? Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Himmler gar kein Kind hat? Ich habe gehört, dass dir in der Stunde Columbia angeboten wurde. Ja, das stimmt. Glaubst du, ich habe angenommen? Vielleicht, ich weiß nicht. Ich will, dass meine Kinder in Deutschland aufwachsen. Außerdem kann ich ohne dich nicht denken. Erwarten wir jemanden? Nein. Vielleicht Himmlers Mutter. Werner Heisenberg, Ja. darf ich Sie bitten, mitzukommen? Warum? Jetzt sofort. Ich verstehe nicht. Sie sollen verhört werden. Sie wissen, wer ich bin. Professor Werner Heisenberg. Ich ziehe es vor, Sie nicht zu verhaften. Kommen Sie also freiwillig mit? Ist alles in Ordnung? Und in diesem Schreiben vom 11. November weigern Sie sich, an einer Konferenz zur arischen Physik teilzunehmen. Weil sie zu kurz greift. Wie bitte? Weil sie zu kurz greift. Sie lehnen sie also ab? Sie blendet Wesentliches aus. Und den gleichen offensichtlichen Widerstand bewiesen Sie im September 1938, als Sie sich weigerten, am Reichsparteitag teilzunehmen. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass ich die Universität... Und bis heute weigern Sie sich, Mitglied der NSDAP zu werden. Ich bin ein Physiker. Ja, der gegen den Staat arbeitet. Falsch. Indem Sie ständig Juden und andere Personen zitieren und sich auf sie beziehen, die aktiv gegen die nationalsozialistische Bewegung agieren. Diese Personen sind allesamt renommierte Wissenschaftler, Die alle Deutschland verraten haben und auf die Sie sich, wie Sie hiermit zugeben, ständig berufen. Und die Sie in öffentlichen Texten und in Artikeln zitieren. Die moderne Physik unserer Zeit zu verstehen, ist ohne Albert Einstein unmöglich. Ein Jude, wie Sie ja wissen. Die Entwicklung und das Verständnis der Quantenmechanik ist hauptsächlich auf die Arbeit von Max Born zurückzuführen. Ebenfalls ein Jude. Die Lösung von Schrödingers Gleichung beschreibt nicht nur die atomaren und subatomaren Systeme, sondern auch makroskopische Systeme und damit möglicherweise das gesamte Universum. Ich gebe zu, es ist nicht einfach zu verstehen. Ihre Verbindung zu Elisabeth Schumacher ist eine Scheinehe. Sie lernen sich im Januar 1937 kennen. 3 Wochen später verloben sie sich. Und am 29. April, also nicht einmal 3 Monate später, sind sie verheiratet. Bis dahin haben sie nie das geringste Interesse an Frauen gezeigt. Sie hatten weder eine Freundin noch jemals eine engere Beziehung zu einer Frau. Wir haben allerdings Zeugen, die ihr Interesse an Männern bestätigen. Insbesondere an jungen Männern. Das ist lächerlich. 8. März 1928, Leipzig. Wanderung nach Urbach. Sie verbrachten die Nacht in einem Zelt mit 3 jungen Männern. Das gleiche Jahr, 24. Juni. Sie ermutigen die gesamte Truppe, in den Tegernsee zu springen. Nackt. Wir waren Pfadfinder. Nein, Herr Professor Heisenberg. Sie sind eine Schwuchtel. Das ist nur für 2 Monate. Oder nur 2 Tage. Ich habe nicht vor zu sterben. Werner, glaubst du, irgendein Soldat nimmt sich vor zu sterben? Karl Friedrichs Bruder ist sofort gefallen. Glaubst du, er hatte das vor? Ich meine, was zum Teufel hat Deutschland davon? Was zum Teufel hat Deutschland davon, seine wichtigsten Wissenschaftler in den Schützengraben zu schicken? Was genau? Komm her. Das ist doch alles völlig verrückt.
Willkommen. Welche Nachricht? Professor Heisenberg, das ist Ihnen bewusst. Ja, und was soll das? Please. Entschuldigung, eine Sekunde, bitte. Bitte, weiter. Ja, das hat funktioniert. Himmlers Mutter hat deinen Brief weitergeleitet. Himmler hat sie persönlich für dich eingesetzt. Weiter. Nächster, ja. Hier, für Sie. Lesen Sie, jetzt. Ein Brief von Himmler. Werner. Er ist überzeugt, dass das Vorgehen der SS nicht rechtens war. Dass Deutschland seine Wissenschaft hat. Diepen hat ein neues Projekt begonnen am Heereswaffenamt. Mit frischem Geld, Unterstützung der Regierung. Das ist das Größte, mit dem wir es je zu tun hatten kann. Werner, verstehst du mich? Verstehst du, was ich sage? Geben Sie mir den Kopf ab. Weiter. Nächster. Brauchen Sie noch was? So, abwarten. Das nächste Mal sind wir los. Herr Professor, herzlich willkommen. Herr von Weizsäcker. Herr Diebner? Der Uranverein. Ja. Formell und gleichzeitig ganz zwanglos. Wir haben nur die Besten versammelt. Geiger, Hahn, Hartek, Stetter. Naja, Sie kennen sie alle. Was ist das Ziel? Das Ziel ist eine nukleare Reaktion, die Gewinnung von Energie aus Uran. Ich würde Sie bitten, das hier zu unterschreiben. Das Projekt unterliegt strengster Geheimhaltung. Warum? Wir unterstehen dem Heereswaffenamt. Und wir bekommen alles, was wir brauchen. Alle Ressourcen, Materialien, Assistenten, was Sie wollen. Wir hatten als Wissenschaftler noch nie bessere Bedingungen und Möglichkeiten als die, die wir jetzt hier haben. Einstein hat einmal gesagt, man hat nichts zu befürchten, wenn der Krieg den Interessen der Wissenschaft dient. Wenn dagegen die Wissenschaft dem Krieg sich... Einstein! Herr Heisenberg, bei allem Respekt. Wir wollen hier keine Namen nennen wie Einstein, de Buhr, Herzberg, Schrödinger und auch nicht Bohr. Auch Wissen ist eine Kettenreaktion. Kein Gedanke kommt aus dem Nichts. Es ist wirklich sehr wenig, um das ich Sie bitte. Sie werden hier Möglichkeiten haben und Bedingungen, wie sie Wissenschaftler nie zuvor hatten. Sagen Sie, was Sie brauchen, und Sie bekommen es. Uran, Zement, Graphit. Um einen Reaktor zu bauen. Gut. Was braucht man da? G2O. G2O. Schweres Wasser. Wir benötigen schweres Wasser, um eine mögliche Kettenreaktion überhaupt in Gang zu bringen. Normales Wasser absorbiert zu viele Neutronen. Dann besorge ich Ihnen schweres Wasser. Na, kommen Sie. Es gibt nur ein Problem. Wir benötigen ziemlich viel schweres Wasser und hergestellt wird es ausschließlich in Norwegen. Diese Fabrik in Norwegen produziert Kunstdünger. Das Hauptprodukt ist Ammoniak, das Abfallprodukt Wasser. Statt das Wasser wegzuschütten, hat ein Chemiker damit Kaffee gekocht und dabei festgestellt, dass es erst bei einer höheren Temperatur kocht. Die Entdeckung des schweren Wassers. Und wie viele Leute wissen, wozu man schweres Wasser benutzen kann? Die Franzosen vielleicht? Nicht sehr viele. Jedenfalls niemand, dessen Namen ich nennen könnte. Gut. Tungtvann? Ja. Hva skal tyskerne med det? De vil ha mye, og de betaler mye. Hvor fort kan vi levere? Jeg vet ikke.
Jeg vet ikke om vi har noe engang. Jeg kan kontakte Tronstad, det er han som har bygget anlegget. Gjør det. Får dere noe å spise, så ses vi igjen om en halvtime. Henriksen, det var en sjelden mann. Ja, var i Trondheim. Tenkte jeg skulle stikke innom. Tviler jeg på. Det gjelder tungtvannet. Ja vel? Hvor mye kan vi levere? Vi bygget jo opp produksjonen i sin tid. Ja, men så vidt jeg vet, så stanset dere produksjonen i august. Ja vel? Det er ikke noe igjen? Ja, det er kanskje noen liter nede i kjelleren. Hvor mange da? Aner ikke, men hør med Brun på fabrikken. Hvor lang tid trenger vi på å starte opp igjen? Tyskere vil ha det. Tyskerne? Ja, hvor lang tid? 2-3 måneder. Hvor mye da? Maks 1 liter i døgnet. Kan vi øke det? Ja, men det går utover ammoniakken. Godt. Jo, da tar jeg det videre med Brun. Morsomt eksperiment, forresten. Ha en god dag. I like måte. Brun? Det er Leif her. Alt bra med deg? Det er morsommere med deg her. Henriksen var her. Han forhørte seg om tungtvannet. Da har vi startet produksjonen igjen. Yes. Han ville vite hvor mye som var igjen på Vemork nå. Det er tyskerne som vil ha det. Jeg visste at franskmennene var interessert, men ikke tyskerne. Vet du hvorfor? Jeg er ikke sikker. Ja. Da blir det i hvert fall kamp om de få literne vi har. Wenn sich ein Neutron von einem Atom abspaltet, dann schickt das Atom weitere Neutronen hinterher. Jedes einzelne dieser Neutronen kann weitere Atomkerne spalten, welche weitere neue Neutronen aussenden und so eine ständig steigende Anzahl von Teilungen oder Kernspaltungen verursachen. Je reiner das Uranium, desto effektiver fällt diese Kettenreaktion aus. Entschuldigen Sie, ich kann noch immer keinen praktischen Nutzen darin erkennen. Doch, doch. Nun, eine langsame Kettenreaktion ermöglicht eine wärmeproduzierende Uranmaschine. Eine schnelle Kettenreaktion jedoch führt zu einer hochwirksamen nuklearen Explosion. Wie wirksam? Also, sehr wirksam. Sehr wirksam. Also, nun, es kommt natürlich darauf an, über wie viel Uran wir hier sprechen, nicht wahr? Sagen wir 100 Kilo? 100 Kilo? Also im Moment kann man das nur schätzen, aber 100 Kilo könnten möglicherweise eine vergleichbar doppelte Sprengstoffkraft entfalten. U-235 von einem Neutron getroffen wird, bekommen wir Uran-236, das wiederum große Mengen von Energie. Und dann wird zusätzlich ein neues Neutron... 2 oder 3. Bitte? Sie haben ein Neutron aufgezeichnet. Vielleicht verstehe ich Sie falsch, aber ich glaube, es ist zutreffender, von 2 oder 3 Neutronen zu sprechen. Die Anzahl ist entscheidend. Ich könnte, wenn Sie erlauben. Bitte. So,
Solange wir nur von einem Neutron sprechen, ist die Menge der freigegebenen Energie tatsächlich nicht besonders groß. Wenn jedoch 2 bis 3 Neutronen aus der ersten Spaltung die Möglichkeit bekommen, auf neue U-235-Kerne zu treffen, die dann wieder gespalten werden, dann sieht das Bild auf einmal vollständig anders aus. Anzunehmen, dass im Vergleich, sagen wir, 1 Kilogramm Uran nur etwa der doppelten Menge an herkömmlichem Sprengstoff entspricht, ist dramatisch untertrieben. Also, schauen wir es uns mal an. Die durch eine einzelne Spaltung freigesetzte Energie beträgt 179 Megaelektronenvolt. Das bedeutet, dass wir bei 1 Kilo angereicherten Uran von Energie in der Größenordnung von nicht weniger als 15.000 Tonnen herkömmlichen Sprengstoffs sprechen. Entschuldigen Sie, könnten Sie das bitte wiederholen? 15.000 Tonnen? Ich habe darüber vor 2 Jahren geschrieben. Diese Bombe, ist es möglich, sie zu bauen? Ich habe lediglich die Energie berechnet, die theoretisch freigesetzt werden kann. Aber um Ihre Frage zu beantworten, selbstverständlich. Es ist nur die Sache, wie man sie einsetzt, diese Energie. Vielversprechend. Yeah. Welcome, welcome. Good to see you. But another board meeting is not before next month. I know, but it's not the board that sent me this time. I've been sent by the Bureau. According to our sources, heavy water is being utilized in the German arms program. We propose that you send it to France instead. In France, Jean-Frédéric Joliot-Curie and his wife, Irene, can use the heavy water as moderator in a nuclear reactor. To create energy? Yes. We do not know if the Germans have other plans. We do not intend to wait and see either. How much will France pay? How much are the Germans paying? How much and how fast? All of it. Now. Okay, we have a deal. You can pay when you won the war.
Ihr verdammten Idioten! Warum hat denn niemand entdeckt, dass die Ladung mit dem schweren Wasser in ein anderes Flugzeug umgeladen wurde? Jetzt ist alles in Frankreich! Mensch, ich will nicht reingelegt werden und schon gar nicht von den Franzosen, haben Sie mich verstanden? Hauen Sie ab, Mensch! Jawohl, Herr Dietmar. Guten Morgen. Morgen. Alles in Ordnung? Ja. Mit dem Versand? Ach so, ja. Es gab ein paar Probleme, aber in Kürze wird die Situation in Norwegen wieder unter Kontrolle sein. Und dann wird alles rundlaufen. Ja? Ja. Und dann werden Sie auch Ihr schweres Wasser bekommen. Darum geht es Ihnen doch, oder? Natürlich. Natürlich. Gut. Denn die Idee und die Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes und damit ein Symbol des Ewigen. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung! Es lebe Deutschland! Kjære alle sammen. Det blir ingen undervisning i dag. Som dere sikkert har hørt, så tyskerne i byen. Vitenskapen et edelt yrke. Selv har jeg aldri hatt noen høyere ambisjon enn å stadig vite mer. For 10 år siden så visste jeg ikke at nøytroner bar på en energi opp mot 2 millioner elektrovolt. Og da jeg fikk vite det, så tenkte jeg at dette det viktigste av alt jeg noen gang kommer til å lære. Men jeg tok feil. Det nok heller det nest viktigste. Skal vi sitte her og regne på formler? Eller skal vi gå ut med våpen i hånd og kjempe mot de som vil ta det som vårt? Skal vi føye oss etter dem og håpe på at de vil gi oss noe tilbake? Eller skal vi bruke hodene våre på å forsøke å sende dem hjem? Kjære studenter, kjære vitenskapsmenn, kjære mennesker. Valget deres. Men husk at det dere velger i dag, det vil være historie om 100 år. Valget ditt. Og ditt. Jeg vil at de umiddelbart skal innkalle Industriforbundet og sørge for støtte til å få stoppet krigshandlingene. Kongen bør også, på grunn av den betente situasjonen, bli oppfordret til å abdisere. Kongen vel strengt tatt Norges overhode. Da denne bedriften ble bygget, så hadde Norsk Hydro i flere år et større budsjett enn det norske nasjonalbudsjettet. Jeg vil på ingen måte sammenligne meg med kongen, men forbundet bør be han abdisere for Norges beste. Ja vel. Når det gjelder tungtvannet, så øker vi produksjonen. Forhandlingene foregår med IG Farben inntil videre. Tyskland. Har du noe imot det? Nei. Tyskerne sender stadig opp folk for å se på anlegget. Alt fra forskere til generaler. Hva spør de om? De vil utvide anlegget på Herøya og mangedoble produksjonen av aluminium. Så det tungtvannet. De bestiller flere celler. Hvor mange? De vil at vi femdobler produksjonen, og at jeg drar til Berlin for å planlegge de nye leveransene. Plutselig haster alt. Jeg har varslet London. Nå det ikke noe sende lenger. Gestapo i ferd med å blåse hele gruppa. De tok en av studentene mine i går. Forhørte ham og skjøt ham. Sprakk han? Ga noen navn? Jeg vet ikke.
Jeg drar til London, kontakter SAS og SOE, forteller hva som skjer. Du drar tilbake til fabrikken. Gjør alt som før. Ja, unnskyld, jeg ringer tilbake senere. Jeg hører at du har betalt Quisling og Nasjonale Samling 25 000 kroner. Vi trenger arbeidsro. Det har du helt rett i. Ja, verden kan ikke stoppe opp på grunn av en okkupasjon eller et regjeringsskifte. Har du et par minutter? Ja. Hvordan går forhandlingene med tyskerne? De vil handle. Jeg venter bare på klarsignal fra styret. Det forstår jeg. Det er det som er problemet. Tyskland, Frankrike, Norge, alle i krig. De kommer ikke til å bestemme seg. Jeg lurer på om ikke avgjørelsene vedrørende bestillinger tas lokalt. Rjukan trenger en ny sjef. En som vet hva som foregår, og som kan følge produksjonen skikkelig. Kunne ikke det vært morsomt? Vi bliver 22 til middagen her på lørdag. Det var så vanskeligt at få fat i noget ordentlig mad, men det lykkedes, så vi skal have 3 fine retter. Det bliver så vidunderligt at få besøg af vores venner i de her mærkelige tider. Ja. Hvad er der? Jeg er blitt bedt om å ta større ansvar på Rjukan og Veborg. Ja, og det betyder? Det betyr at jeg bør være nærmere en periode. Du? Vi? Mener du flytte? Ja. Hvornår? Om en uke. soverum? Ja, sa det var stort. Jo, men hvad skal vi med det? Det er bare os 2. Hva foreslår du da? At den nye direktøren bor i en brakke fordi den ikke har barn? Du kommer til å få det fint her. Vi kommer til at få det fint her. Goddag. Goddag. Jeg kan jo ikke sidde her. Hva? Tenkte vi kunne dra på fjellet i helgen. Vi trenger ikke å være på fabrikken før mandag. Tar du med brøden? Det var et stykke. Hva tenker du på? Ja, den her udnævnelse eller flytning, bringer noget godt med sig. Hva mener du med det? Det er sket så hurtigt. Det er vanskelige tider. Og få som kjenner driften av Hydro bedre enn meg. Ja, men hvorfor nu? Hvorfor i det her hastværk? Jeg mener, du er jo bare jurist. Jeg har vært en tro tjener mot Hydro i hele min karriere. Netop og tro tjener, de bliver ikke sådan lige pludselig direktører. Stiller du spørsmål ved min
dine kvalifikasjoner? Jeg har vist ingenting at frygte. Du er allerede begyndt at tale som en direktør. Pappa, Ja? hvor skal du? Til Oslo. Hvor lenge? Kommer tilbake på fredag, kanskje? Pappa, den har gått med toget. Er det det? Jeg tar det med meg, og så ser vi om vi kan reparere det der. Ok. Hva er det som skjer? De er i ferd med å røyke meg ut. Hvor drar du? Til London, via Sverige. Har du noen mulighet for å kontakte oss? Jeg kan skrive brev. Og sende det til moren din. Til bryllupsdagen vår. Han smelta av mentoringen. Bare sørg for at du kommer tilbake. Leif Tronstad. I'm here to see Colonel John Skinner Wilson. He's expecting me. He's not here, sir. He's not here. No, sir. I don't think you understand. I need to see him. It's important. The colonel's not here, sir. We lost, sir. No. I'm going to Good Street. Googe Street. The King and Queen's on Googe Street. It's not the best of places. Badly sprung mattresses, lumpy cushions, eggy smell in the corridor. And there's bed bugs and crabs. Terrible choice, Mr. Tronstad. I'm sorry, do I know you? Leif Tronstad, Professor of Inorganic Chemistry at the NTH in Trondheim, sped through the diploma studies, became the youngest professor in the faculty at age 33. Now the foremost expert in the world on heavy water and responsible for building the factory that lies in a place with a name I'll never be able to pronounce. Rjukan. Rjukan. Told you. Welcome to London, Mr. Tronstad. If you care to follow me, we've been expecting you. Leif Tronstad, I heard you were on the premises. I'm Colonel John Skinner Wilson. Eric Welsh sends his regards. How's everybody at home? Your wife, children? They're well, thank you. You've already met Captain Smith? Kind of. Julie works in intelligence here. She's head of Norwegian operations. I'm currently setting up lines of communication in Norway, as well as training field agents. Really? But you're Yes, I'm a woman. How very observant of you, Professor Tronstad. I'm also your superior officer. I grew up with 5 brothers and can outrun every one of them. Don't underestimate Captain Smith. Tronstad, she can tell you the last time you smoked a cigarette. Been following you for the past 4 hours. Right, tell us what you know. Production's gone up 5 times in the last year. The first deliveries are underway. They have double the amount of fuel cells and are constantly hiring people.
And the new director of the factory? Björn Henriksen, Aubert's right-hand man, a wolf in sheep's clothing. He's been placed in the factory to bear the brunt, but he's no lightweight. He personally brought in the army during a strike at the factory, and he is reported to have been in favor of the king abdicating after the invasion. Yeah. They call themselves Der Uranverein, the Uranium Club. They've gathered together the best scientists in the country, people like von Weizsäcker, Bagger, Hahn, and of course, Werner Heisenberg, the Nobel Prize winner. Kurt Diebner runs the project. They're based at the Kaiser Wilhelm Institute, but of course the whole thing's actually run by the Waffenamt, the sole aim of creating an atomic bomb. We still don't know how far they've got, but with this new order for 5 tons of heavy water, we have every reason to fear the worst. We can start with these Tronstadt, taken from 3,000 feet, so not perfect. We had a plane over yesterday. Here's the factory, there's the bridge. Check for any changes, building, transport and access, roads and paths. And also all routines, employees, guards, management, names, affiliations, wives, children, girlfriends, mistresses, anything you can get hold of. Every last little scrap, however inconsequential it may seem. We'll do all the sifting through. You'll get your own office with everything you need, copies, photos, estimates. We built a base camp in Scotland, so we're all flying up there tomorrow. So you couldn't have arrived at a better moment. What are you planning on doing? What are you planning on doing? Stopping them, of course. There are plenty of Norwegians with local knowledge and technical ability we could send over a group. I don't think that's your decision, do you, Mr. Tronstadt? We're at war. You're still playing at war.